Stefanie Cox. Erstredner auch von ihr, Liste Pilz. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Bundespräsident, Hohes Haus, werte Abgeordnete, sehr geehrte Bürgerinnen der Republik. 29. Juni 2016, 17 Uhr. Ich stand im Museumsquartier und war unglaublich erstaunt und erleichtert, da wir nämlich nach nur 4monatiger Vorbereitung die erste Berufsmesse für geflüchtete Menschen aus dem Boden gestampft hatten. Es waren über 80 Unternehmen und mehr als 3.500 Geflüchtete mit positivem Bescheid gekommen ins Museumsquartier und wir konnten dort mehr als 100 Jobs schaffen. Das sind Menschen, die jetzt Steuern zahlen. Das sind Menschen, die sich somit mit unserer Kultur noch mehr konfrontieren und eigenständig dadurch sind. Nur so kann Integration funktionieren. Aber was hat mich dazu gebracht, dass ich eine solche Initiative starte, dass ich so etwas gründe? Politikverdrossenheit. Ich hatte es satt, nur über Integration zu diskutieren und nicht wirklich von Lösungen zu sprechen. Also musste ich selber anpacken. Gesagt, getan. Und ich war erstaunt, wie viele Menschen mit angepackt haben. Es ist erstaunlich, die Kraft des gesellschaftlichen Engagements, wenn man die richtigen Rahmenbedingungen dafür gibt. Ich als Sozialunternehmerin, ich als Gründerin, als Mensch, als junge Frau stehe nun hier. Und ja, es ist auch die Politikverdrossenheit, die mich hierher bringt, weil ich mit anpacken möchte. Und deswegen bin ich vor 4 Monaten gefragt worden und deswegen stehe ich auch hier, um mit anzupacken. Ich habe zwar mich immer für gesellschaftsrelevanten Themen interessiert und engagiert, mein Zugang dazu war aber immer ein pragmatischer. Probleme erkennen, eine Lösung finden und diese umsetzen. Meine eigene Politikverdrossenheit habe ich schon erwähnt und der Zuspruch von vielen Menschen, die gesagt haben, okay, geh ins Politik, wir brauchen Menschen, die anpacken wollen. Und die Chancenreich ist nur ein Beispiel dafür. Heute wählen wir eine neue Nationalratspräsidentin oder Präsidenten. Als Vorsitzende des Parlaments sorgt der oder die zukünftige Nationalratspräsidentin unter anderem für den ordentlichen Betrieb und die Repräsentanz des Parlaments nach außen. Aber was erwarte ich mir von einem oder einer neuen Vorsitzenden unseres Parlaments? Wir leben in einer Zeit rapider Veränderungen und sind von der Bevölkerung gewählt worden, um Lösungen für die Fragen unserer Zeit zu finden. Lösungen. Ich erwarte mir von einer Nationalratspräsidentin oder Präsidenten, dass sie Rahmenbedingungen und ein Umfeld schaffen, in dem wir im Dienst der Gesellschaft inhaltsorientiert und pragmatisch an diesen Lösungen arbeiten können. In Zeiten wachsender Unsicherheit ist kein Platz für parteiideologische Befindlichkeiten. Vom Klimawandel bis zur Digitalisierung der Arbeitswelt. Diese und viele andere Themen werden nicht durch Hetze, nicht durch Populismus, durch das Ausspielen der Ärmsten unserer Gesellschaft gelöst. Ich erwarte mir von Ihnen, sich entschlossen gegen alle Versuche zu stellen, die dieses Haus trennen möchten, die vor dem Trennenden stehen und nicht vor dem Einenden. Es geht um Einigung. Hetze hat im österreichischen Parlament meiner Meinung nach keinen Platz verdient. Ich selber habe in den letzten Jahren in einem beruflichen Umfeld verbracht, das mir aufgezeigt hat, in welcher Geschwindigkeit sich unsere Welt verändert. Meine Arbeit mit jungen und aufstrebenden Unternehmerinnen hat mir sowohl aufgezeigt, welche Chancen die Digitalisierung mit sich bringt, aber auch welche Herausforderungen und Fragen damit auf uns zukommen. Es fängt schon an bei den Kindern und Jugendlichen. Wie bereiten wir unsere Kinder und Jugendliche auf den Umgang mit digitalen Technologien vor? Vor allem, da es über ein Drittel der Jobs, welche sie nicht noch mal ausüben, die gibt es noch gar nicht, ein Drittel der Jobs. Da müssen wir uns mit dieser Tatsache konfrontieren. Fleisch aus dem Reagenzglas, selbstfahrende Elektroautos, automatische Diagnosen von Röntgenbildern. Ich spreche hier nicht von einem Science-Fiction-Roman. Es sind Innovationen, die bereits im Jahr 2017 existieren. Wir müssen uns hier dem digitalen Wandel stellen und wir müssen auch gerade in Österreich schauen, dass wir Arbeitsplätze in Österreich schaffen und diese Innovationen nicht an Silicon Valley und Co. verschenken.
Studien zeigen, dass basierend auf dem heutigen Stand der Technik viele Jobs in der Zukunft automatisiert werden. Die Frage ist hier, wie unterstützen wir Menschen, die durch diese Digitalisierung vom Arbeitsmarkt verdrängt werden und sichern ihre Teilhabe? Und ganz wichtig ist, und eine der wichtigsten Fragen, wie stellen wir sicher, dass alle Menschen in diesem digitalen Zeitalter mitgenommen werden und davon profitieren? Die Digitalisierung muss zum Wohle aller ausfallen. Und zum Schluss darf ich Sie noch einladen, meine werte neuen Kolleginnen und Kollegen, liebe Abgeordneten, lassen Sie uns Probleme erkennen, Lösungen finden und in diesem Sinne alle Bürgerinnen und Bürger in unserem Land für diese auch umsetzen. Dankeschön. Das war Stefanie Cox von der Liste Pilz mit ihrer ersten Rede vor dem Plenum.